Was sagt ein Wissenschaftler über das gegenwärtige Schulsystem? Wenn man die modernen Erkenntnisse der Hirnforschung zusammenfasst, kommt man zu einer ganz katastrophalen Schlussfolgerung für das gegenwärtige Schulsystem. Und die Schlussfolgerung heißt, es war eine falsche Vorstellung, die wir hatten, als wir gedacht haben, man könne andere Menschen unterrichten. Man könne sie bilden. Man könne ihnen was beibringen. Diese Vorstellungen kommen aus einer anderen Zeit, die kommen aus dem vorigen Jahrhundert, als man sich ja sehr tapfer darin bemüht hat, andere Menschen abzurichten und für bestimmte Aufgaben vorzubereiten, die sie dann, ohne lange nachzufragen, dann auch hoffentlich gut erfüllt haben. In Auschwitz oder in den Schützengräben oder in diesen furchtbaren Fabrikalen. Das waren funktionalisierte Menschen. Und funktionalisierte Menschen bekommt man dann, wenn man sie möglichst gut abrichtet. Das heißt, mit Belohnung oder Bestrafung dazu bringt, dass sie sich auf eine bestimmte Weise, auf die gewünschte Weise verhalten. Das nennt man Unterricht oder Erziehung. Und diese Dressurmethoden brauchen wir nicht mehr. Die sind auch hirntechnischer Unsinn. Weil man damit ja immer nur erzwingt, dass das Kind sich in Gegenwart des Erwachsenen so verhält, also sprich in der Schule verhält es sich so, wie es sich dort verhalten soll, wenn die Abrichtungsverfahren wirklich noch klappen. Und dann, um die Belohnung zu kriegen, sprich in die nächste Klasse versetzt zu werden, strengt es sich einigermaßen an. Und um die Bestrafung zu vermeiden, sprich, dass es sitzen bleibt, strengt es sich auch einigermaßen an. Und wenn es dann draußen ist aus der Schule, dann sagt es, es war furchtbar. Es hat keinen Spaß gemacht. Das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, ist meine Schulzeit, wie man das heute noch bei vielen Erwachsenen so hören kann. Und das ist eine Vergeudung von Potenzial, wie sie sich eine moderne Gesellschaft einfach nicht mehr leisten kann. Und dann kommt die Hirnforschung und sagt, worauf es ja eigentlich ankäme, ist ja nicht, dass man den anderen dazu zwingt, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten oder sich bestimmtes Wissen, was man selber für wichtig hält, sich anzueignen, sondern es käme ja darauf an, dass der andere eingeladen wird, ermutigt wird und inspiriert wird, sich das Wissen, was auf dieser Welt vorhanden ist, anzueignen. Dass man Kinder und Jugendliche dabei begleitet, Entdecker und Gestalter dieser Welt zu sein und auch ihre eigenen Möglichkeiten in dieser Welt. Und dazu braucht man was anderes als das, was wir heute Schule nennen. Dazu brauchte man Einrichtungen, in die Kinder und Jugendliche so gerne gehen, dass sie weinen, wenn Ferien sind. So, und solche Einrichtungen suchen wir im deutschsprachigen Raum. Die gibt es. Es gibt Schulen, die so sind, dass die Schüler weinen, wenn Ferien sind. Und diese Einrichtungen versuchen wir in der Sinnstiftung zusammenzufassen, zusammenzubringen, sie vorzustellen, damit es endlich bekannt wird im Land, dass Schule, so wie sie immer noch in den meisten Einrichtungen stattfindet, nicht sein muss. Es ist kein Naturgesetz, dass Schule schlecht sein muss, dass Schule etwas sein muss, vor dem man sich fürchtet, wo 40% der Schulkinder mit Angst hingehen, sondern es liegt an uns und wir können es anders und es wird Zeit, dass wir es anders machen.